Wenn man in ein neues Land kommt, ist vieles ungewohnt. Man sieht Dinge, die anders sind als zu Hause. In Deutschland gibt es viele solche Dinge. Manche sind nur ein bisschen seltsam. Andere machen am Anfang richtig Probleme. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an fast alles. Eines der ersten Dinge, die auffallen, ist die Art, wie Menschen hier miteinander sprechen. Deutsche Kommunikation wirkt oft direkt. Viele Menschen sagen genau, was sie denken, ohne lange drum herum zu reden. Das ist nicht unbedingt unhöflich gemeint, sondern einfach die Art, wie man hier spricht. Für Menschen aus anderen Kulturen kann das aber erstmal hart klingen. Wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann meint er nur, dass es wirklich nicht seinem Geschmack entspricht. Es ist keine persönliche Kritik. Auch im Supermarkt oder in der Bäckerei ist der Ton oft kurz und sachlich. Noch was? Oder zusammen oder getrennt? Das sind ganz normale Fragen. Für Menschen, die mehr Höflichkeitsformen gewohnt sind, kann das kalt wirken. Aber in Deutschland gilt, Höflichkeit zeigt man eher durch Pünktlichkeit, Respekt für Regeln und durch Effizienz, nicht unbedingt durch viele Worte. Dann ist da die Sache mit den Öffnungszeiten. Viele neue Besucher wundern sich, dass in Deutschland sonntags fast alles geschlossen ist. Keine Supermärkte, keine Geschäfte, nur wenige Bäckereien haben morgens offen. Das hat mit dem sogenannten Ruhetag zu tun. Sonntag ist traditionell ein Tag der Ruhe. Manche finden das schön, andere nervt es. Man muss wirklich lernen, vorher einzukaufen. Auch unter der Woche schließen viele Läden schon um 20 Uhr, einige sogar früher. Wer es gewohnt ist, spät abends noch schnell etwas zu besorgen, wird sich umstellen müssen. Ein weiteres Thema ist Mülltrennung. In Deutschland ist Müll ein ernstes Thema. Es gibt viele verschiedene Tonnen. Gelb für Verpackungen, blau für Papier, braun für Biomüll, schwarz für Restmüll. Man muss wirklich lernen, was wohin gehört. Am Anfang ist das verwirrend. Zum Beispiel, gehört der Joghurtbecher in den gelben Sack? Ja, aber man soll den Deckel vorher abmachen und ausspülen. Manche fragen sich, warum das alles so kompliziert ist. Aber für viele Deutsche ist Umweltschutz wichtig und Mülltrennung gehört dazu. Auch auf der Straße gibt es Überraschungen. In vielen Städten darf man die Straße nicht einfach überqueren, wo man will. Es gibt feste Stellen, Zebrastreifen oder Ampeln. Wer bei Rot über die Ampel geht, auch wenn kein Auto kommt, bekommt böse Blicke. Besonders wenn Kinder dabei sind, denn das gilt als schlechtes Vorbild. Man achtet hier sehr auf Regeln im öffentlichen Raum. Auch Fahrradfahrer haben oft eigene Wege und man darf diesen Bereich nicht einfach betreten. Wenn man unachtsam ist, kann es schnell Ärger geben oder sogar gefährlich werden. Ein weiteres komisches Gefühl haben viele Menschen, ja, wenn sie das erste Mal in einer deutschen Wohnung sind. In vielen Wohnungen gibt es keine Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Statt einer Lampe an der Decke stehen überall Stehlampen oder Tischlampen. Das wirkt am Anfang dunkel oder unvollständig. Auch die Badezimmerfenster haben oft keine Vorhänge, nur Milchglas. Viele denken, sieht man da nicht rein? Aber in Deutschland ist das so ganz normal. Und dann gibt es da noch die Sache mit dem Wasser. Leitungswasser ist in Deutschland fast überall trinkbar. Das ist praktisch. Aber in Restaurants bekommt man selten kostenloses Wasser zum Essen. Wenn man Wasser bestellt, bekommt man meistens Mineralwasser, oft mit Kohlensäure in einer Flasche. Und das kostet. Wer stilles Wasser möchte, muss das extra sagen. Ein stilles Wasser, bitte. Für viele ist das ungewöhnlich, weil sie es gewohnt sind, dass Leitungswasser automatisch dazugehört. Auch der Umgang mit Bargeld ist in Deutschland besonders. Obwohl viele Länder fast alles mit Karte oder dem Handy bezahlen, ist in Deutschland Bargeld immer noch sehr verbreitet. Viele kleine Läden, Bäckereien oder Kioske nehmen keine Karte. Nur Barzahlung steht dann oft an der Kasse. Das ist für manche ein Schock. Man muss lernen, immer etwas Bargeld dabei zu haben. Erst in den letzten Jahren verändert sich das langsam. Aber nicht nur materielle Dinge sind anders. Auch der Umgang miteinander kann sich ungewohnt anfühlen. Zum Beispiel, in Deutschland sagt man selten, du siehst gut aus oder du hast schöne Kleidung zu Menschen, die man nicht gut kennt. Komplimente sind eher selten und oft vorsichtig. Auch private Fragen werden selten gestellt. Niemand fragt beim ersten Treffen, ob man verheiratet ist oder wie viel man verdient. Das gilt als zu persönlich. Viele empfinden das als kühl, aber es soll einfach den anderen schützen und nicht unter Druck setzen. Dazu passt auch das Thema Privatsphäre. In Deutschland ist die Privatsphäre sehr wichtig.
Menschen ziehen zum Beispiel immer die Gardinen zu, sobald es dunkel ist. Man spricht nicht laut im Treppenhaus. Man grüßt, aber bleibt auf Distanz. Manchmal fühlen sich neue Leute dadurch einsam, aber mit der Zeit merkt man, dass diese Distanz auch Respekt ist. Freundschaften entwickeln sich langsam, aber sie sind oft tief und ehrlich. Ein weiteres kulturelles Detail ist die Sache mit dem Termin. In Deutschland macht man fast für alles einen Termin, auch für private Besuche. Einfach spontan bei jemandem zu klingeln ist nicht üblich. Wenn man jemanden besuchen will, fragt man vorher, hast du am Samstag Zeit? Oder man schreibt eine Nachricht. Das gilt nicht nur für Freunde, sondern auch für Handwerker, Behörden, Ärzte. Überall ist ein Termin wichtig. Pünktlichkeit gehört ebenfalls dazu. Wer zu spät kommt, gilt als unzuverlässig oder respektlos. Auch das ist für viele Menschen zuerst ungewöhnlich. So, das waren einige der ersten Dinge, die in Deutschland komisch wirken können. Natürlich ist das nicht alles. Es gibt noch viele andere Beobachtungen und kulturelle Unterschiede, die man erst mit der Zeit versteht. Zum Beispiel die Hausordnung. In vielen Mietshäusern gibt es genaue Regeln, wer wann putzen muss. Oft hängt im Treppenhaus ein Putzplan. Jede Woche ist jemand anderes dran. Man muss dann den Flur wischen oder den Bürgersteig kehren. Wer das nicht macht, bekommt schnell Ärger mit den Nachbarn oder sogar eine Nachricht vom Vermieter. Manche Wohnungen haben sogar Regeln, wann man Wäsche waschen darf. Zum Beispiel nicht nach 22 Uhr oder nicht am Sonntag. Das kann zuerst streng wirken, aber viele finden es fair, weil so alle Verantwortung übernehmen. Auch das Heizen im Winter ist anders. In Deutschland sind die Heizkosten oft sehr hoch. Deshalb achten viele darauf, die Heizung nicht unnötig laufen zu lassen. Man lernt, nur bestimmte Räume zu heizen oder nur zu bestimmten Zeiten. Manche drehen nachts die Heizung ganz aus und viele lüften regelmäßig, morgens und abends für ein paar Minuten mit ganz offenen Fenstern. Das nennt man Stoßlüften. Am Anfang denkt man vielleicht, warum mache ich das? Es ist doch kalt. Aber das ist wichtig, damit keine feuchte Luft und kein Schimmel entsteht. Ein weiterer Punkt ist die Bürokratie. In Deutschland gibt es für alles ein Formular. Wenn man umzieht, wenn man ein Bankkonto eröffnet, wenn man einen Hund hat, alles muss man melden. Und oft braucht man einen Termin, viele Dokumente, Kopien und manchmal sogar beglaubigte Übersetzungen. Das kann frustrierend sein. Viele Ausländer sagen, ich habe das Gefühl, ich lebe im Papierkrieg. Aber mit der Zeit lernt man, wie das System funktioniert. Und wenn man einmal verstanden hat, wie man die richtigen Formulare findet, geht vieles einfacher. Dann ist da noch der Umgang mit dem Wetter. In Deutschland wird das Wetter ständig kommentiert. Ob an der Kasse, im Aufzug oder im Büro. Heute ist es aber kalt. Endlich Sonne. Typisch Aprilwetter. Smalltalk über das Wetter ist ganz normal. Man kann sogar sagen, dass das Wetter die beliebteste Gesprächseröffnung in Deutschland ist. Für viele Menschen ist das eine harmlose, freundliche Art, ins Gespräch zu kommen, ohne gleich zu persönlich zu werden. Auch Kleidung spielt eine Rolle. Viele Deutsche kleiden sich eher praktisch als modisch, besonders bei Regen oder Kälte. Es ist ganz normal, bei Wind mit dicker Jacke, Schal, Mütze und sogar Regenhose herumzulaufen. Funktion ist oft wichtiger als Stil. Auch bei Kindern. Sie tragen oft wetterfeste Kleidung und viele Eltern achten sehr darauf, dass ihre Kinder dem Wetter entsprechend angezogen sind. Wenn man selbst keine Mütze trägt, bekommt man vielleicht sogar einen Kommentar wie »Ohne Mütze? Du wirst doch krank.« Ein Thema, das viele überrascht, ist die Kindererziehung. In Deutschland dürfen Kinder sehr früh selbstständig sein. Schon kleine Kinder fahren oft allein mit dem Fahrrad zur Schule oder gehen allein einkaufen. Eltern versuchen ihren Kindern viel Verantwortung zu geben. Gleichzeitig ist körperliche Strafe absolut tabu. Kinder dürfen Nein sagen, ihre Meinung sagen und ihre Bedürfnisse werden sehr ernst genommen. In manchen Situationen wirkt das auf Menschen aus anderen Kulturen vielleicht so, als ob Kinder zu viel Freiheit haben. Aber in Deutschland bedeutet das Vertrauen in die Selbstständigkeit. Ein letzter Punkt für heute ist die Sprache selbst. Auch wenn man schon ein bisschen Deutsch kann, ist der Alltag nicht leicht. Es gibt Dialekte, schnelle Sprache, Abkürzungen und Umgangssprache. Viele sagen nicht, ich habe keine Ahnung, sondern nur kein Plan. Oder statt ich habe Lust darauf, sagt man einfach, ich hab Bock. Diese kleinen Unterschiede können verwirrend sein.
Auch typische Füllwörter wie halt, eben, doch oder mal haben oft keine direkte Übersetzung, aber verändern den Ton. Das zu verstehen braucht Zeit, aber es macht Spaß, wenn man es langsam merkt. Natürlich ist es ganz normal, sich am Anfang fremd zu fühlen. Viele Dinge scheinen komisch, weil sie neu sind. Aber irgendwann merkt man, dass vieles auch sehr praktisch ist oder sogar besser funktioniert als im eigenen Land. Und irgendwann sagt man selbst, typisch deutsch, vielleicht mit einem kleinen Lächeln. Ein weiteres interessantes Thema ist das Einkaufen in Deutschland. Viele Menschen sind überrascht, wie früh die Geschäfte schließen, besonders am Samstag. Während in manchen Ländern die Läden bis spät in die Nacht geöffnet sind, schließen in Deutschland viele Supermärkte schon um 20 Uhr. Und am Sonntag? Fast alles ist geschlossen. Kein Supermarkt, kein Friseur, keine Apotheke, nur manche Bäckereien haben am Vormittag ein paar Stunden offen. Das heißt, man muss gut planen. Wer am Samstagabend merkt, dass kein Brot mehr da ist, muss bis Montag warten. Für viele ist das am Anfang schwierig, aber mit der Zeit wird es zur Gewohnheit. Auch an der Kasse im Supermarkt merkt man kulturelle Unterschiede. In Deutschland geht es schnell. Die Kassiererinnen und Kassierer scannen die Produkte sehr zügig. Man muss die Einkäufe schnell einpacken und Platz für die nächste Person machen. Viele Neulinge fühlen sich gestresst, weil sie denken, sie sind zu langsam. Aber mit etwas Übung funktioniert das gut. Ein Tipp: zuerst nur alles zurück in den Einkaufswagen legen und später in Ruhe einpacken. Beim Bezahlen sieht man ebenfalls kulturelle Besonderheiten. In Deutschland zahlt man noch oft mit Bargeld. Natürlich akzeptieren viele Geschäfte inzwischen auch Karten oder sogar kontaktloses Bezahlen mit dem Handy. Aber besonders in kleinen Läden, bei Bäckereien oder auf dem Wochenmarkt ist Bargeld immer noch üblich. Manche Läden akzeptieren keine Kreditkarten, sondern nur EC-Karten. Deshalb ist es oft praktisch, immer ein bisschen Bargeld dabei zu haben. Ein Thema, das viele Menschen betrifft, ist der Kontakt zu Nachbarn. In Deutschland ist es nicht selbstverständlich, dass man seine Nachbarn gut kennt. In manchen Häusern grüßt man sich freundlich, aber spricht nicht viel miteinander. Es gibt keine langen Gespräche im Treppenhaus und oft lebt jeder eher für sich. Das bedeutet nicht, dass die Menschen unfreundlich sind. Sie respektieren einfach die Privatsphäre. Wenn man aber aktiv Kontakt sucht, zum Beispiel bei einem Nachbarschaftsfest oder durch ein kleines Gespräch beim Müll rausbringen, entstehen oft gute Beziehungen. Auch das Thema Mülltrennung ist in Deutschland besonders. Es gibt mehrere Mülltonnen. Eine für Papier, eine für Plastik und Verpackungen, eine für Biomüll, eine für Restmüll und manchmal sogar eine extra für Glas oder Alu. Am Anfang ist das verwirrend. Wohin kommt der Joghurtbecher mit Aludeckel? Muss ich den Deckel abmachen? Ist Pizzakarton Papier oder Restmüll? Solche Fragen stellen sich viele, aber mit der Zeit wird man besser. Und in vielen Städten gibt es Informationsblätter oder Apps, die genau erklären, was wohin gehört. In öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auch kulturelle Regeln. Viele Fahrgäste sind ruhig, lesen oder hören Musik mit Kopfhörern. Laute Telefongespräche oder Musik ohne Kopfhörer sind nicht gern gesehen. Wenn ein Zug Verspätung hat, beschweren sich viele Fahrgäste, oft aber nur mit einem leisen Kommentar oder einem Kopfschütteln. Gleichzeitig ist Pünktlichkeit ein großes Thema. Wer regelmäßig den Bus oder Zug nimmt, kennt den Fahrplan auswendig. Wenn ein Zug 2 Minuten später kommt, wird das sofort angesagt. Zug hat ca. 2 Minuten Verspätung, auch wenn das kaum auffällt. In vielen Situationen ist es üblich, Termine zu machen, auch für scheinbar kleine Dinge. Zum Beispiel beim Friseur, beim Bürgeramt, beim Arzt oder selbst beim Besuch von Freunden. Spontan einfach vorbeikommen ist nicht so üblich. Viele Menschen planen ihre Woche genau. Das hat Vorteile. Man weiß immer, woran man ist. Aber für Menschen aus Kulturen, in denen Flexibilität wichtiger ist, wirkt das manchmal unfreundlich oder zu organisiert. Es ist hilfreich, das nicht persönlich zu nehmen, sondern als Teil der Struktur zu sehen. Ein weiteres interessantes Detail ist die Sprache im Berufsleben. In vielen Firmen duzen sich die Kollegen. Aber es gibt auch Firmen, in denen das Sie üblich ist, besonders zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Es kann sein, dass man nach ein paar Wochen gefragt wird, wollen wir uns duzen? Oder ist es okay, wenn wir beim Sie bleiben? Diese Klarheit ist typisch deutsch. Es hilft dir, die Rollen zu verstehen und einen respektvollen Umgang zu pflegen.
Gleichzeitig wirkt es manchmal förmlich oder distanziert, besonders in der Anfangszeit. Dann gibt es noch das Thema Pünktlichkeit. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig, im Berufsleben, aber auch im Privatleben. Wenn man sich um 15 Uhr trifft, sollte man um 15 Uhr da sein oder sogar 5 Minuten früher. Wer zu spät kommt, entschuldigt sich, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Manche sagen sogar, 5 Minuten zu früh ist pünktlich. Pünktlich ist zu spät. Diese Haltung kann für Menschen aus anderen Ländern streng wirken, aber sie zeigt auch Respekt für die Zeit der anderen Person. Nicht zuletzt ist auch das Thema Höflichkeit in Deutschland besonders. Bitte, danke, Entschuldigung, das sind wichtige Wörter. Auch beim Bäcker oder im Restaurant sagt man oft, ich hätte gern statt ich will. Das wirkt höflicher und respektvoller. In manchen Sprachen ist die direkte Form normal, aber im Deutschen wird sie oft als unhöflich empfunden. Auch das Sie zeigt Respekt, besonders gegenüber älteren Personen oder in formellen Situationen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, merkt man, dass diese sprachlichen Regeln das Zusammenleben einfacher machen. Ein anderes Thema, das viele Menschen in Deutschland zuerst komisch finden, ist die Körpersprache. In vielen Kulturen ist es ganz normal, sich beim Reden zu berühren, zum Beispiel eine Hand auf die Schulter zu legen, eine Umarmung oder ein leichtes Klopfen auf den Arm. In Deutschland ist das anders. Hier gibt es mehr Abstand zwischen Menschen. Beim Gespräch steht man nicht zu nah. Umarmungen sind nur bei guten Freunden üblich und sogar Händeschütteln ist nicht immer selbstverständlich. Manchmal reicht ein einfaches Hallo mit einem Lächeln. Auch Blickkontakt ist anders. In Deutschland ist es normal, jemandem in die Augen zu schauen, wenn man spricht. Das zeigt Interesse und Ehrlichkeit. In anderen Ländern kann direkter Blickkontakt manchmal als unhöflich oder zu intensiv empfunden werden. In Deutschland wird es jedoch als höflich gesehen. Kein Blickkontakt kann als Desinteresse verstanden werden. Beim Thema Smalltalk sind viele Menschen überrascht. In manchen Ländern redet man oft mit Fremden, im Bus, im Supermarkt oder auf der Straße. In Deutschland ist das eher selten. Menschen halten Abstand und möchten in Ruhe gelassen werden. Das bedeutet aber nicht, dass Deutsche unfreundlich sind. Viele sind einfach zurückhaltend und warten, bis sie jemanden besser kennen, bevor sie mehr sprechen. Smalltalk passiert oft erst, wenn man regelmäßig Kontakt hat, zum Beispiel mit Kollegen oder Nachbarn. Wenn es dann doch Smalltalk gibt, sind die Themen meistens neutral. Das Wetter, der Verkehr, der letzte Urlaub oder der nächste Feiertag. Persönliche Themen wie Familie, Geld oder Politik kommen erst später. Es ist also gut, sich an solche Themen zu halten, wenn man jemanden neu kennenlernt. Auch Witze oder Ironie funktionieren nicht immer gut, besonders wenn die Sprache noch nicht perfekt ist. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit Regeln. In Deutschland gibt es viele Regeln und die meisten Menschen halten sich daran. Zum Beispiel bei roten Ampeln. Auch wenn kein Auto kommt, bleiben viele Fußgänger an der roten Ampel stehen. Manche sagen sogar, was soll ich den Kindern beibringen, wenn ich bei Rot gehe? Auch bei Fahrrädern gibt es Regeln. Wo man fahren darf, wo man absteigen muss. Wer sich nicht daran hält, kann schnell einen Kommentar von anderen hören. Das wirkt streng, aber es zeigt, dass Ordnung wichtig ist. Das zeigt sich auch in der Bürokratie. In Deutschland braucht man oft viele Dokumente für eine Wohnung, für die Arbeit, für das Konto, für Versicherungen. Man muss Formulare ausfüllen, Kopien machen, Termine vereinbaren. Manche Menschen finden das anstrengend und kompliziert, aber gleichzeitig ist es auch eine Absicherung. Alles ist dokumentiert und nachvollziehbar. Wenn man einmal weiß, wie das System funktioniert, ist es sogar sehr praktisch. Ein weiterer kultureller Unterschied zeigt sich beim Essen. In vielen Ländern isst man zusammen, teilt das Essen, sitzt lange am Tisch. In Deutschland ist das oft anders. Viele Menschen essen schnell, besonders mittags. Es gibt weniger lange Gespräche beim Essen und das Teilen von Essen ist nicht immer üblich. Wenn man jemanden zum Essen einlädt, sollte man fragen, magst du das? Oder gibt es etwas, das du nicht essen kannst? Viele Menschen in Deutschland haben spezielle Ernährungsgewohnheiten, vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei. Deshalb ist es höflich, vorher nachzufragen. Beim Trinken gibt es auch Besonderheiten. In Deutschland trinkt man oft Wasser mit Kohlensäure. Für manche ist das ungewohnt. Auch das Anstoßen beim Trinken ist wichtig, besonders beim Bier. Man schaut sich dabei in die Augen und sagt, Prost! Wenn man das nicht macht, sagen manche,
Das bringt Unglück. Natürlich ist das nur ein Spruch, aber viele machen es automatisch. Ein sehr deutsches Thema ist auch der Urlaub. Viele Menschen planen ihren Urlaub Monate im Voraus. Es gibt feste Urlaubszeiten, besonders im Sommer oder zu Weihnachten. In dieser Zeit ist es in vielen Firmen ruhig. Manche schließen sogar für ein paar Tage. Viele Menschen fahren in dieser Zeit weg, an die See, in die Berge oder ins Ausland. Der Urlaub ist für viele sehr wichtig und er wird oft lange vorbereitet. Wer in Deutschland arbeitet, hat Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage im Jahr, oft sogar mehr. Auch das Thema Wetter spielt eine große Rolle im Alltag. Viele Menschen schauen jeden Tag die Wettervorhersage, um zu wissen, ob sie einen Regenschirm brauchen oder wie warm es wird. Gespräche über das Wetter sind ein beliebter Smalltalk, besonders wenn man jemanden nicht so gut kennt. Sätze wie »Heute ist es aber kalt« oder »Endlich wieder Sonne« hört man oft. Das Wetter beeinflusst auch die Kleidung sehr stark. In Deutschland gibt es für jede Jahreszeit spezielle Kleidung und viele Menschen ziehen sich entsprechend an. Insgesamt gibt es viele kleine Dinge, die man in Deutschland anfangs vielleicht seltsam findet. Aber wenn man länger hier lebt, versteht man die Gründe besser. Viele dieser Dinge helfen, das Zusammenleben zu organisieren, Missverständnisse zu vermeiden und Respekt zu zeigen. Die deutsche Kultur legt großen Wert auf Struktur, Ordnung, Höflichkeit und Planung. Wenn man das weiß, kann man sich leichter anpassen und vielleicht sogar einige dieser Gewohnheiten übernehmen. Manche kulturellen Unterschiede merkt man erst nach einiger Zeit, zum Beispiel beim Thema Freundschaft. In einigen Ländern entstehen Freundschaften sehr schnell. Man trifft jemanden, versteht sich gut und schon ist man befreundet. In Deutschland dauert das oft länger. Viele Menschen sind am Anfang zurückhaltend. Sie trennen klar zwischen Bekannten und Freunden. Ein Bekannter ist jemand, mit dem man ab und zu spricht, vielleicht auf der Arbeit oder in einem Kurs. Ein Freund oder eine Freundin ist dagegen jemand, dem man vertraut, mit dem man über persönliche Dinge spricht und Zeit verbringt. Das bedeutet aber nicht, dass es schwer ist, in Deutschland Freundschaften zu schließen. Es braucht nur Zeit und Geduld. Wenn man regelmäßig Kontakt hat, zum Beispiel durch gemeinsame Hobbys, Arbeit oder Nachbarschaft, entwickelt sich langsam Vertrauen. Dann entstehen oft sehr stabile und zuverlässige Beziehungen. Viele sagen sogar, wenn ein Deutscher einmal dein Freund ist, dann bleibt er es lange. Ein weiteres Beispiel ist der Humor. Viele Menschen empfinden den deutschen Humor als trocken oder ironisch. Witze sind oft subtil, nicht laut oder übertrieben. Sarkasmus wird ebenfalls häufig verwendet, aber nicht jeder versteht ihn sofort. Außerdem sind viele Witze situationsabhängig. Sie passen zu einem bestimmten Moment oder einem bestimmten Tonfall. Wenn man die Sprache noch nicht gut beherrscht, ist es manchmal schwer, das zu erkennen. Deshalb fühlen sich einige Menschen am Anfang unsicher oder ausgeschlossen. Aber mit der Zeit versteht man mehr und kann vielleicht sogar selbst mitmachen. Man sollte auch wissen, in Deutschland ist es völlig normal, Nein zu sagen. Wenn man etwas nicht will oder nicht kann, sagt man das direkt, höflich aber klar. In vielen Kulturen wird ein direktes Nein als unhöflich empfunden. Man versucht höflich zu bleiben, auch wenn man etwas ablehnt. In Deutschland ist es umgekehrt. Ein direktes Nein zeigt Ehrlichkeit und Respekt. Man weiß dann, woran man ist. Das kann am Anfang ungewohnt sein, aber es hilft bei der Kommunikation. Auch im Arbeitsleben ist das typisch. Besprechungen sind oft sachlich, direkt und gut organisiert. Jeder soll seine Meinung sagen, auch wenn sie kritisch ist. Kritik ist nicht persönlich gemeint, sondern soll helfen, Dinge zu verbessern. Lob ist seltener, aber wenn man ein Lob bekommt, ist es ehrlich gemeint. Viele Menschen aus anderen Ländern empfinden deutsche Besprechungen als streng oder kalt, aber sie sind meistens effizient. Interessant ist auch der Umgang mit Zeit. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig, nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag. Wenn man sich um 15 Uhr verabredet, bedeutet das, man kommt um 15 Uhr. Nicht 10 Minuten später, aber auch nicht viel früher. Wer zu früh kommt, bringt manchmal sogar Stress. Zum Beispiel, wenn die andere Person noch nicht fertig ist. Wer zu spät kommt, sollte sich unbedingt entschuldigen. Besonders bei Terminen mit Ärzten, Behörden oder in der Arbeit ist Pünktlichkeit ein Zeichen von Respekt. Viele Menschen finden das zuerst ungewohnt. Besonders, wenn sie aus Kulturen kommen, in denen Zeit flexibler gesehen wird.
Aber wenn man in Deutschland lebt oder arbeitet, merkt man schnell, mit Pünktlichkeit funktioniert vieles besser. Man plant seine Zeit besser, man kann sich auf andere verlassen und Termine laufen reibungsloser ab. Das ist einer der Gründe, warum viele Systeme in Deutschland gut organisiert sind, vom öffentlichen Verkehr bis zu Arztbesuchen. Zum Schluss kann man sagen, die deutsche Kultur wirkt auf den ersten Blick vielleicht distanziert, streng oder kompliziert. Aber wenn man sie besser versteht, sieht man die Vorteile. Klarheit, Zuverlässigkeit, Struktur, Respekt vor der Zeit und den Menschen. Natürlich ist nicht jeder Deutsche gleich. Es gibt auch viele Ausnahmen, offene Menschen, spontane Situationen. Aber es hilft, die allgemeinen Regeln zu kennen. Wer offen ist, beobachten kann und bereit ist zu lernen, wird sich mit der Zeit wohlfühlen. Viele Dinge, die am Anfang komisch oder kalt wirken, machen später Sinn. Und manchmal übernimmt man sie sogar in den eigenen Alltag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, die deutsche Kultur ein bisschen besser zu verstehen.